Hallo ihr Lieben, diese Dinger hier habe ich mir vor vielen Jahren mal als Christbaumanhänger gebastelt. Und ich muss sagen, obwohl ich die Weinkorken nicht verziert habe, sehen die am Baum wirklich echt schön aus. Und solche in schön mit verzierten Korken möchte ich heute mit euch machen. Wir brauchen also natürlich Korken, wobei, was heißt natürlich? Also man kann ihn natürlich auch weglassen, macht den Anhänger in anderer Form. Ich persönlich fand das aber wirklich schön. Da hat man noch irgendwas Kompaktes am Baum, was auch noch ein bisschen mehr auffällt. Ich weiß nicht, also ich fand diese Kombi hier aus dem zarten unten und diesem robusten oben, fand ich wirklich sehr schön. Also, ich benutze Korken, ich benutze Draht, ne, für hier die Basis, ne, wo ich die Perlen auffädel. Ich habe mir da jetzt einen roten Draht geholt. Den habe ich von Action für 65 Cent jetzt vor einem Monat ungefähr gekauft. Dann habe ich jede Menge so goldene Perlen, die ich persönlich sehr kitschig finde, aber ich denke, für so ein Weihnachtsprojekt ist das auf jeden Fall gut. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Kettenkrams. Das kann ich mir auch schön vorstellen, wenn man das unten ranhängt. Dann Perlen. Hier, das ist so eine Mischung weiß mit rot, ein bisschen grün, also schön weihnachtlich. Dann habe ich hier so eine gemischte Kiste mit Knöpfen und auch so Perlen so in verschiedenen Größen. Da werde ich auf jeden Fall was von benutzen. Dann habe ich mir hier noch so Perlen zurechtgelegt. Das sind hier Knöpfe. Die sind rund wie eine Perle, haben aber oben nur was zum Aufhängen. Ich finde, so für ganz unten an das Gebamsel kann ich mir die sehr schön vorstellen. Dann habe ich hier noch so ein paar holzfarbene Perlen, so ein bisschen was in Rot, vielleicht noch ein paar schwarze als Kontrast. Weiß ich noch nicht, ob ich die nehme. So ein paar einzelne rote, die ich noch gefunden habe. Und auch so goldene, wie heißen die, Stegknöpfe oder so. Und hier so ein paar Wachsperlen, so Tropfen, die man auch unten noch anmachen kann. Und dann habe ich noch hier so ein ganzes Teil, auch diese Ösen, ne, vom Kettenmachen, wo man die einzelnen Segmente mit verbinden kann. Also das ist alles optional, ne? Also man braucht hier so ein Zeug nicht. Also letzten Endes, wenn ihr Knöpfe und alte Perlen und so ein bisschen Gebamsel. Also hier zum Beispiel, da hatte ich auch noch nichts Wesentliches, ne? Also hier unten drunter, das ist von einer alten Kette von mir, weiß ich noch. Das hier ist, glaube ich, sogar von einem BH. Die haben ja auch manchmal so kleine Verzierungen mit dran, ne? Ja. Teilweise habe ich auch Sachen mal gefunden, weiß ich noch. Also hier unten das hier, das habe ich mal gefunden. Das fand ich total schön. Ja, also Reste aufbrauchen ist hier perfekt. Also ich möchte gerne, was hier ja auch der Fall ist, Entschuldigung, die sind ja alle unterschiedlich, aber dadurch, dass die alle mit grün sind und die gleichen grünen Perlen drin haben, ist das eine Einheit. Und ich möchte auch gerne, dass es bei mir eine Einheit ist. Also vielleicht habe ich verschiedene Stile dabei jetzt gleich, aber dann, dass man immer einzelne Sets hat, ne, die zusammenpassen. Also das mag ich persönlich gerne. Die Hälfte habe ich vergessen. Und zwar habe ich hier noch Werkzeug. Das ist einmal so ein kleiner Seitenschneider, mit dem ich den Draht abschneiden kann. Also wenn man das mit der normalen Schere macht, das geht, aber es tut der Schere gar nicht gut. Dann habe ich hier so ein paar Rundzangen heißen die, glaube ich. Und hier so eine abgebogene. Und hier so einen kleinen Handbohrer. Mit dem werde ich dann den Korken so durchbohren komplett, damit ich den Draht da durchfädeln kann. Und da möchte ich ja die Korken noch rundherum verzieren und nicht wieder so stumpf einfach nackig lassen, wie sie bei den letzten Gehängseln waren. Da habe ich mir einmal hier so eine Notenseite rausgesucht. Also könnte ich mir vorstellen, wenn man sich hier so einen Streifen schneidet. Das machen wir gleich mal. Und dann habe ich hier noch verschiedene Spitzen, teilweise neue, teilweise alte. Also diese hier sind neu, die habe ich mit Kaffee gefärbt. Ich denke aber, wenn ich die nehme, das ist ein bisschen, weiß ich nicht, fällt gar nicht auf. Man muss ja immer denken, das hängt ja am Tannenbaum, ein bisschen weiter weg. Und so, dies ist eine alte Spitze, gehäkelt. Die habe ich mal mit Kaffee gefärbt auch. So, sowas ist besser. Wenn man das hier rumklebt,
Das fällt also mehr ins Auge. Ja, machen wir gleich mal. So, ich habe mir hier jetzt verschiedene Korken zurechtgelegt. Die haben auch verschiedene Höhen, das ist alles kein Problem. Und dann habe ich mir so ein Stück von dem Notenpapier abgeschnitten, dass, wenn ich das hier so rumwickel, dass man hier oben und unten noch so ein bisschen Korken durchsieht. Ne? Und dass ich hier so ein bisschen Überlappung habe, so 1 Zentimeter ungefähr, damit das hier schön hält. Bevor ich das aber raufklebe, werde ich erst noch das Loch bohren. Und zwar gehe ich so von hier ran und versuche möglichst mittig das Loch durchzubohren, sodass ich auf der anderen Seite nach Möglichkeit in der Mitte durchkomme. So, ja, sogar ziemlich mittig. Und dann ziehe ich den Bohrer wieder so zurück. So. Jetzt müsste das eigentlich recht gut durchgehen. Ich habe mir das hier hingelegt, damit, wenn ich das Werkzeug immer wieder hinlege, das nicht so auf der Platte knallt. Dann habe ich inzwischen festgestellt, dass dieser Draht total labberig ist. Das heißt, der biegt sich sehr schnell auf. Der ist zu dünn für unsere Zwecke jetzt. Also wenn ich damit eine Öse mache und die hängt sich schnell aus, also das hilft mir nichts. Deswegen nehme ich wieder meinen guten alten Bindedraht vom Kranzbinden. Der ist schon so ein bisschen angelaufen, ist aber alles kein Problem. Also nehmt, was ihr habt. So, und dann kommt das hier so durch. So. Und dann lasse ich so rechts und links ungefähr 2 Zentimeter, damit ich so ein bisschen was zum Anpacken habe. Ne? So. Und dann kann ich eigentlich auch schon gleich die Öse machen. Wo sind die Zangen? So, also ich mache mir hier eine Öse. Ich biege das so rum. Das kann ich jetzt hier unten auch wieder so ein bisschen hochziehen. So, und dann verzwirbel ich das hier so ein ganz bisschen. Na. So, ich verdrehe das hier so ein bisschen und dann sehe ich zu, dass ich diesen zweiten Rand, dieses zweite Ende, auch hier unten wieder mit in den Korken stecke. So. Und da passiert also wirklich nichts mehr. Und das gleiche mache ich also hier. Bisschen zurück, hier rumbiegen. Hier schneide ich ein Stückchen ab, das ist fast lang. Wenn ihr aus dem Schmuckmacherbereich kommt, lacht ihr euch wahrscheinlich tot, wie ich das mache. Also, dass ich hier Schmuckmach-Zubehör habe, das liegt nicht daran, dass ich mal Schmuck gemacht hätte, sondern daran, dass ich das bei irgendwelchen Perlen, die ich Secondhand gekauft habe, dabei hatte. Also ich komme nicht aus dem Schmuckmacherbereich. So. Und wieder ein Stück zurück. Und dann habe ich hier den Korken oben und unten mit einer Öse. Aber auch wenn ihr es nicht könnt, ich zeige hiermit einfach nur, man muss nichts können, um das so hinzukriegen. Ne? Und das tut es vollkommen. So, dann nehme ich das hier mit. Ich nehme jetzt Tacky Glue. Klebe hier vor allem an die Ränder. Die Ränder sind ja immer am wichtigsten und da ein Teil in der Mitte. Der Korken ist so ein bisschen, so ein bisschen konisch zulaufend, deswegen klappt das hier nicht so ganz gerade. So, aber das stört mich hier. Ich schneide mir hier nur ein kleines Stück Papier ab.
So. Das ist doch schon mal ganz schön, oder? Dann machen wir noch einen hier mit der Spitze. Das mache ich jetzt im Schnelldurchlauf, ne? Ihr habt das ja schon mal gesehen jetzt. So. Okay. Dann auch so, dass die Spitze sich ungefähr 1 Zentimeter überlappt. So. Die Spitze ist natürlich schwieriger zu kleben. Also an diesen Löchern in der Mitte halte ich mich gar nicht auf. Ich klebe das oben und unten und rechts und links und die Mitte hält dann automatisch. Ja, ich finde es gut. Ich glaube, das gefällt mir besser. Also die anderen werde ich mit Spitze machen. Ich habe mir hier jetzt so etliche Perlen und sowas zusammengesucht, die ich in der Kombination sehr schön finde. Hier unten der Bereich, das sind Sachen, die ich unten dranhängen kann. Also hier so ein paar Kettchenabschnitte, hier so ein paar Herzen und hier diese Knöpfe. Das passt doch auch wirklich schön dazu. Ja, und hier oben halt so Perlen und sowas. Hier, jetzt schauen wir mal. Unter dem Korken, das Stück soll ungefähr 10 Zentimeter lang sein. Also so lang waren meine anderen so im Durchschnitt. Ein bisschen mehr Draht nehme ich so für alle Fälle und für die Schlaufen. Ups. So. Dann fangen wir einfach mal an. Ich nehme mal unten beim ersten so einen Steckbutton, Steckknopf. Dann wurschtle ich mir das hier so zusammen. So, ich verzwirbel das hier unten immer so ein ganz bisschen, damit das auf jeden Fall hält. Und jetzt nehme ich eine Perle irgendwie mit einer größeren Öffnung, damit die über beide Drahtstücke rüberkommt. Also die zum Beispiel. So. Okay. Jetzt fädle ich einfach, das habe ich hier auch gemacht, so gemischt. Also die sind alle unterschiedlich, ne? Aber alle sind irgendwie mit großen und kleinen Perlen einfach wild durcheinander. Mache ich das mal. So eine.
Dann nehme ich nochmal eine von diesen komischen Ringen hier. Da muss auch eine größere Perle oben drauf. Okay, noch eine kleine. So, ich finde, das reicht. Jetzt schneide ich mir hier oben wieder was ab. So 1,5 Zentimeter sollten reichen. Und biege mir eine Öse. Und dann stecke ich dieses lose Ende auch wieder in die Öffnung von der Perle mit rein. Okay. So, gefällt mir persönlich sehr gut. Hier unten, das ist auch richtig schön lose, das kann so richtig schön rumwackeln. Dann haben wir den Korken und jetzt muss ich die beiden hier ja noch verbinden und dann nehme ich einen von diesen, ja, wie heißen sie? Weiß ich nicht. So, dann machen wir das auf. Die sind schon so leicht geöffnet. Ich öffne sie etwas weiter. Also wichtig ist, sie einfach seitlich aufzubiegen. Möglichst wenig. Denn wenn man sie in die Richtung spreizt, bekommt man sie nicht mehr sehr gut zusammen. So, jetzt das eine rauf. Das andere rauf. Und dann einfach wieder zu. So. Sehr schön. Blöd, dass der jetzt hier ausgerechnet so seitlich ist. Ich biege den einfach ein bisschen mehr rum, dann passt das. Ja, das gleiche, ich mache noch eine Öse oben ran und da kommt dann das Band dran. Schön. Als Band nehme ich was Rotes diesmal. Letztes Mal hatte ich ja so eine grüne Garnitur, diesmal ein rotes. Ich suche mal gerade eins raus. So, ich habe hier noch so ein Sammelsurium von irgendwelchen Bändern. Das hat hier teilweise auch Gold mit dran, auch wirklich hübsch. Das nehmen wir mal. So, und dann mache ich hier oben einen Knoten rein und das soll nicht allzu lang sein, das soll ja einfach nur über den Ast rüber passen. Ich überlege gerade, ob ich jetzt nicht auch einfach den roten Draht nehme und so eine Drahtschlinge mache. Naja, jetzt habe ich das hier schon dran. Und einen Knoten. So. Ich finde es schön. Also die Grünen, die ich hier gemacht hatte, die sind ja jetzt schon einige Jahre am Weihnachtsbaum dran gewesen. Und die sind wirklich erprobt. Ne? Also das Schöne ist, dieses hier unten, was so glitzert, das glitzert so im Lichterschein, ne? Das reflektiert. Diese großen hier oben, das sind so Hingucker. Ne? Das heißt, wenn man jetzt nur so eine Bändchen hier am Baum hätte, das wäre, finde ich, ein bisschen zu dünn. Also so, die konkurrieren ja quasi mit diesen großen Christbaumkugeln, ne, die man da dran hat. So, und wenn man da nur so eine kleinen Bändchen dran hat, also finde ich ein bisschen wenig. Also so diese Kombi, ne, auch das etwas rustikalere und dieses filigranere hier unten, was auch noch so glitzert, also für mich ist das die perfekte Kombi.
Ja, das Muster ist ja jetzt quasi immer gleich. Ich werde jetzt den hier gleich noch fertig machen und dann mache ich mir noch andere Korken fertig, auch mit verschiedenen Spitzen, ne, die ich da dran klebe. Und dann mache ich die jetzt mal fertig. Also es ist ja eigentlich immer das Gleiche, ne? Das Schema bleibt gleich. Und dann zeige ich euch gleich die Ergebnisse. Ich habe jetzt erstmal 8 Stück gemacht insgesamt. Ich mache mir dann noch mehr, aber hier sind so eigentlich alle Variationen bei, die ich euch zeigen wollte. Also hier sind die mit Notenpapier. Man kann natürlich auch schöne alte Buchseiten nehmen, so mit Frakturschrift, sieht bestimmt auch toll aus. Dann habe ich hier, das sind alles verschiedene Arten von Spitze. Hier ist sogar auch mal ein kürzeres Stück, sodass man mehr Korken sieht. Das sieht trotzdem auch gut aus, ne? Also ich wollte euch nur mal zeigen, wie variabel das ist. Es ist also wirklich eigentlich ganz egal, was ihr habt, ne? Das sieht auf jeden Fall gut aus. Dann, ich habe ja auch sogar verschiedene Bänder. Dieses hier zum Beispiel, das hat keinen goldenen Rand, passt aber trotzdem gut dazu, ne? Also ihr könnt alles aufbrauchen. Dann habe ich, dieses Jahr habe ich mit euch zusammen gemacht, mit dem Knopf unten drunter. Dann habe ich hier noch einen anderen Knopf, der hat hier unten eine Perle. Aber weil man den ja so von der Seite sieht, das finde ich nicht so schön. Also da werde ich keinen weiteren von machen. Wenn, dann gefällt mir der hier besser. Und dann, das finde ich auch sehr schön, habe ich hier unten teilweise so Ketten rangemacht. Das sind so 3 so kleine Stränge. Also ich habe einen doppelt so lang, den habe ich in der Mitte aufgefädelt und einen kurzen noch dazu. Man kann natürlich auch noch mehr nehmen, aber ich fand 3 so eigentlich eine schöne Menge. Finde ich auch sehr, sehr schön. Weil ich das so schön fand, habe ich auch gleich noch 2 gemacht. So, dann hier sieht man, das ist eine einzelne rote Perle, die ich hatte. Die passt aber trotzdem gut dazu, obwohl das die einzige ist im ganzen Ensemble. Aber wie gesagt, man kann alles wunderschön für aufbrauchen. Dann habe ich hier unten zwei Herzen dran. Das gehört hier zu den roten Perlen. Ne? Das ist auch so ein roter Stein. Und hier habe ich noch eine von diesen, auch von den Knöpfen mit dran gemacht. Finde ich auch schön, der schimmert toll. Also mir gefallen die sehr, sehr gut. Ich denke mal, das hier ist einer meiner Lieblinge. Und wenn man die so an den Baum hängt, das sieht also wirklich sehr schön aus. Und kann man auch toll verschenken, ne? Macht man irgendwie so ein kleines Set, so 8 Stück würden ja schon reichen, verpackt die schön, da freut sich mit Sicherheit jeder drüber. Was man auch machen kann, dass man sich immer so einzelne Segmente macht, oben und unten eine Öse, ist es hier ja letzten Endes auch, und verbindet die so aneinander und macht sich so eine Kette, die man um den Baum legen kann. Ist mit Sicherheit auch ganz toll. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.